Mitarbeiter finden und einstellen oder Recruiting, wie man neudeutsch so schön sagt, ist ein heißes Thema. In den sozialen Medien wirst du als Unternehmer heutzutage zugeschmissen mit Videos von Agenturen, die dir mit super Strategien versprechen, ganz schnell die richtigen Mitarbeiter zu finden. Stimmt das? Naja, eigentlich schon, wenn du in deinem Unternehmen die richtigen Voraussetzungen geschaffen hast. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn in deinem Unternehmen die Voraussetzungen schon stimmen, dann brauchst du auch keinen Recruiting-Film, weil dann kommen die Mitarbeiter automatisch zu dir. Also, schau dieses Video nur an, wenn du keine Schlange vor deiner Firma siehst. Eigentlich wäre es doch traumhaft. Dein Unternehmen läuft wie am Schnürchen. Du hast Spaß, jeden Morgen in die Firma zu kommen. Deine Mitarbeiter kennen ihre Aufgaben und erledigen sie zuverlässig. Du hast Systeme etabliert, alle Prozesse greifen ineinander. Deine Kunden sind deine größten Fans. Und nicht nur du, sondern das gesamte Team steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Deine Kostenstruktur ist optimal. Dein Unternehmen ermöglicht dir das Leben, das du dir immer gewünscht hast. Du ersäufst nicht im Klein-Klein des Tagesgeschäfts, sondern hast die Verantwortung delegiert an dein Team und du greifst nur bei wichtigen strategischen Entscheidungen ein. Oder du hast sogar ein großes Netzwerk an Unterstützern und Unternehmerfreunden, mit denen du dich regelmäßig austauscht und von denen du insgeheim lernen kannst für dich selbst. Solche Unternehmer gibt es wirklich. Und ich habe einige in meinem Netzwerk, die ich seit Jahren begleite und die das geschafft haben. Aber auch mit denen habe ich damals angefangen, über Fachkräftemangel zu sprechen. Und ich habe ihnen von der Kür-Pflicht-Kür-Strategie erzählt. Kür-Pflicht-Kür. Was meine ich damit? Kür-Pflicht-Kür beschreibt die 3 Phasen des Recruitings. Kür 1. Was passiert vor der Ausschreibung einer Stelle? Pflicht ist die Phase von wie und wo wird die Stelle ausgeschrieben bis hin zum Unterschreiben des Arbeitsvertrages. Und Kür 2, wie halte ich den Mitarbeiter, damit ich gar nicht so oft neu suchen muss? Also die Pflicht machen die meisten Unternehmer eigentlich ganz okay. Also wobei in der Gestaltung und der Ansprache ist noch Luft nach oben. Kür heißt, ich habe mein Unternehmen so aufgebaut, dass alle Bereiche logisch ineinander greifen, dass jeder Mitarbeiter weiß, was seine Pflicht ist und was seine Verantwortung ist, dass es gute Führung gibt, dass das Team wirklich ein Team ist. Kür 1 beinhaltet alles von Unternehmensorganigramm, Stellenbeschreibungen, Teamregeln, Führungsfähigkeiten, Zielsetzung, runtergebrochen auf einzelne Abteilungen. Wobei ich ganz klar sagen muss, aus meiner Sicht ist die Kür in diesem Bereich eindeutig, nämlich erstens das gemeinsame Ziel. Dein Team oder deine Mitarbeiter müssen dein geschäftliches Ziel kennen. Sei es Umsatz, sei es eine Innovation oder ein Wachstum in einem bestimmten Bereich oder die Verbesserung von Kundenzufriedenheit oder ganz pragmatisch mehr Gewinn. Was auch immer dein unternehmerisches Ziel ist. Jeder muss wissen, wohin du gehst, wohin du willst und jeder muss wissen, was sein möglicher Beitrag dazu ist. Runtergebrochen sein Ziel auf die Abteilung, auf seine Position. Und für deine Leute muss diese Zielerreichung irgendwo sichtbar sein. Das kann eine Grafik sein am schwarzen Brett oder das kann ein Online-Dashboard auf irgendeinem Display in der Firma sein, was immer dir besser gefällt. Und dann zweitens, klare Spielregeln. Jede Zusammenarbeit, jedes Zusammenleben braucht Regeln. Ja, ohne klare Regeln funktioniert kein Straßenverkehr, kein Land, keine Familie. Und je mehr Mitarbeiter du hast, desto notwendiger sind klare schriftliche Regeln, die jeder nachlesen kann und die für jeden zugänglich sind. Ich bin ein großer Fan des Betriebshandbuchs oder der Firmenbibel, wo die ganzen Regeln drinstehen, wo man das erfasst. Da werden die beschrieben und sie werden auch stetig aktualisiert. Das erleichtert übrigens auch die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern. Und dann drittens, gute Führung. Jeder Mitarbeiter tickt anders. Das ist anstrengend,
aber leider real. Wenn du nach dem Motto "Behandle alle, wie du selbst behandelt werden willst" agierst, dann werden bei dir nur die Mitarbeiter glücklich und bleiben, die so ticken wie du. Wenn du aber alle Mitarbeiter so halten willst, dann sollte dein neues Motto sein: Behandle alle Mitarbeiter so, wie sie behandelt werden wollen. Das ist nämlich definitiv anstrengender, aber eben auf die lange Sicht gesehen auch viel effektiver, effizienter und kostengünstiger. So Kür 1 ist definitiv keine einfache Aufgabe und nicht an einem Tag erledigt. Dein Unternehmen im Vorfeld des Recruitings so aufzustellen, braucht Mut, Zeit und eine gehörige Portion Frustrationstoleranz bei dir und bei deinen Mitarbeitern. In einer Beschreibung zu diesem Video habe ich dir ein paar pragmatische Tipps zusammengestellt, die dir vielleicht im ersten Schritt hilfreich sind. Im zweiten Schritt solltest du unbedingt meine monatlichen Unternehmerinfos abonnieren, in denen ich nämlich aktuelle Inhaberthemen aufgreife und Lösungsbeispiele oder Anleitungen gebe. Auch der Link zur Anmeldung für diese Unternehmerinfos sind in der Beschreibung unter diesem Video. Kommen wir jetzt zur Pflicht. Also all den Aufgaben, die von der Entscheidung, ich brauche einen neuen Mitarbeiter, bis hin zu, der Vertrag ist jetzt unterschrieben, dazugehören. Hier kann ein Recruiting-Video tatsächlich hilfreich sein. Du kannst dich als Unternehmer vorstellen, du kannst mehr über dein Unternehmen erzählen und die zu besetzende Stelle beschreiben. Ein Video bringt das meist besser rüber als ein emotionsloser Text. Falls du allerdings noch nie vor einer Kamera gestanden hast, dann bieten die guten Agenturen auch so eine Art Kurztraining an von Inhalt, damit du Sprache, Styling und so weiter ein bisschen übst, damit du besser rüberkommst. Und wenn du gar nicht der Typ für dieses Reden bist, dann ist vielleicht so ein Interviewformat die richtige Art des Recruiting-Videos. Gibt jedenfalls für jeden Unternehmertyp die beste Lösung. So, okay, dann ist das Video also veröffentlicht und bestenfalls teilt es sich in den sozialen Medien oder wird eben von deinem Team weitergeleitet. Gute Agenturen übernehmen das natürlich auch für dich. Und du kannst aber natürlich den klassischen Weg gehen und eine Stellenausschreibung auch in der Zeitung oder in Online-Portalen veröffentlichen. Und das funktioniert auch. Allerdings fällst du dann weniger auf, weil natürlich alle das machen. Sollte das besser zu dir passen, dann kann ich dir übrigens empfehlen, sei mutig und formulier deine Stellenanzeige anders als die anderen. Also beispielgefällig. Einer meiner Kunden wollte Anfang diesen Jahres einen Vertriebsmitarbeiter einstellen. Und wir wollten nicht die Kandidaten, die sowieso schon auf der Suche sind und nach einem neuen Job suchen, sondern wir wollten eigentlich die Guten, die so latent unzufrieden waren und die eigentlich nicht wechseln wollten. Also haben wir die Stellenanzeige von Anfang an ein sehr cooles Bild von der Firma genommen, oben drüber, das auch zur Position passte und haben dann nicht angefangen, dieses üblich, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, bla bla bla, sondern wir haben ein selbstbewusstes Statement der Firma gegeben, was wir wirklich richtig gut konnten. Und danach haben wir beschrieben, warum wir für unsere Kunden lieben, leben und dass wir dafür einen neuen Vertriebler suchen. Warum haben wir das gemacht? Naja, weil wir dem Vertriebler suchen, der auch Kunden glücklich machen will, der so tickt wie wir und der nun weiß, dass er bei uns mit seiner Vertriebsart die richtigen Voraussetzungen kriegt. Und danach haben wir den Typ Mensch beschrieben, der zu uns ins Team passt. Erst nach, die Kunden lieben uns und dann, wenn du zu uns passt, dann bist du bla bla bla, kamen dann auch die Infos zur Verantwortung der Stelle und auch zu den tatsächlichen Voraussetzungen, den fachlichen Voraussetzungen. Dann zum Abschluss der Anzeige war dann der Satz: Für ein erstes Gespräch steht dir der Inhaber telefonisch zur Verfügung. Wertschätzung gegenüber dem Bewerber, weil keine Einsendung von Bewerbungen und keine Antworten, sondern direkt Kontakt zum Inhaber, kurzes Telefonat, um von vornherein auch die falschen Bewerber auszuschließen. Und ja, da stand nichts drin von, wir bieten dir den Obstkorb, das Jobfahrrad und bla 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 oder ein Gehalt. Das war nämlich überhaupt nicht wichtig in dem Fall. Ergebnis der Bewerbung, über 30 Bewerbungen und eine Einstellung innerhalb von 3 Monaten. Und der Kandidat kommt aus einem wesentlich größeren Unternehmen, hat viel Erfahrung im Vertrieb und das Niveau des Vertriebs wird in der Firma meines Kunden schlagartig auf ein neues Level gehoben. O-Ton des Inhabers: Ich hätte nie gedacht, dass wir mal so einen Mitarbeiter einstellen können. Also weiter wichtig im Bereich der Pflicht:
Erstens, wie sucht man aus all diesen Bewerbern den Besten raus? Welche Kriterien nehme ich? Zweitens, wie führt man ein Vorstellungsgespräch? Welche Fragen stellt man? Wonach entscheidet man am Ende des Tages? Und drittens, wie gestaltet man den Arbeitsvertrag? Was gehört da rein? Was gehört da nicht rein? Ja, auch diese 3 Themen beantworte ich natürlich mit meinen Unternehmern und wir stellen das passgenau auf die Situation des Unternehmens ein und legen dann die Vorgehensweise fest. Aber allerdings rechtliche Beurteilung und Finalisierung des Standardarbeitsvertrages immer an einen Anwalt auslagern. Das ist die beste Variante dazu. So, viel geredet. Letzter Teil der Kürstrategie. Kommen wir zu Kür 2. Der Mitarbeiter kommt am ersten Tag in die Firma und soll möglichst lange bei uns arbeiten, wenn er gut ist. Stell dir vor, du fängst am ersten Tag in einem neuen Unternehmen an und nichts ist vorbereitet. Du hast keinen Schreibtisch oder deine Werkzeuge liegen nicht bereit. Dein direkter Vorgesetzter weiß nichts von dir, weil die Einstellung über die Personalabteilung gegangen ist und keiner dir Bescheid gegeben hat. Es gibt keinen Einarbeitungsplan und du fühlst dich einfach nur im Wege. Und dabei kommst du mit viel Motivation und hast Lust, endlich deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und leider ist das keine Seltenheit. Und genau das ist das Gegenteil von Kür 2. Kür 2 reicht von Einarbeitung, Neudeutsch Onboarding, über die ersten 6 Monate im Team bis hin zur Unternehmenskultur, zur Stimmung im Team, Fairness, Umgang miteinander, Zuverlässigkeit, Arbeitsumfeld, Benefits. Und auch da schließt sich wieder der Kreis zu Kür 1. Wenn alles ineinander greift, dann brauchst du auch weniger neue Mitarbeiter. Also lass mich jetzt noch mal kurz auf das Thema Einarbeitung eingehen. Das ist mir total wichtig. Ein Einarbeitungsplan sollte bei dir in der Firma zum Standard gehören. Der Plan muss vor Beginn des Arbeitsverhältnisses stehen und mit den betroffenen Abteilungen und den Einarbeitenden besprochen werden. Also die Einarbeiter. Und die ersten 1 bis 6 Wochen empfehle ich so einen Split von 2 Tage Einarbeitung, 3 Tage Facharbeit. In den ersten 2 Wochen sollte der Vorgesetzte so täglich 10 Minuten für ein kurzes Jour-Fix einplanen und danach reicht eigentlich wöchentlich. Der neue Mitarbeiter sollte alle Abteilungen kennenlernen und einmal den kompletten Produktions- oder Dienstleistungsprozess von Anfang bis Ende kennenlernen. Er braucht eine Einarbeitung in Software, in unternehmensinterne Regelungen und so weiter. Sehr gut ist auch ein Mentorensystem. Der neue Mitarbeiter bekommt einen Kollegen aus einer anderen Abteilung an die Seite gestellt für die ersten 3 bis 6 Monate. Und die treffen sich dann 14-tägig mal zum Mittagessen oder auf ein einstündiges Gespräch. Und in diesen Gesprächen können die dann ungeschriebene Regeln besprechen oder als neuer Mitarbeiter kannst du mal Fragen fragen, die du dich deinen Vorgesetzten oder die Leute in deinem Team nicht zu fragen traust. Nehmen wir also an, der neue Mitarbeiter wird optimal eingearbeitet, weil es einen Plan gibt. Und nehmen wir auch mal an, wir haben einen richtig guten Kandidaten eingestellt, den wir auch gerne bis zur Rente behalten wollen. Jetzt kommen wir in den Bereich der Phase Mitarbeiter halten und wieder eine Kür, die man lernen kann. Und das schließt an meinen ersten Teil des Videos vom Beginn an. Es gibt 6 Schlüssel zu einem guten Team, zu einem guten Betriebsklima, zu einer Atmosphäre, in der man gern und langfristig arbeitet, nämlich erstens gute Führung, zweitens das gemeinsame Ziel, drittens die Spielregeln, viertens den Aktionsplan, fünftens die Risikobereitschaft und sechstens die 100%ige Einbeziehung der Mitarbeiter. Gute Führung hatte ich schon erläutert und ich kann nur ergänzen, mit Kraft und Köpfchen allein kann man keine Höchstleistungen erbringen. Erst wenn Herz und Seele dazukommen, sind wahre Höchstleistungen möglich. Und dann das gemeinsame Ziel, das gibt die Richtung vor, in der wir alle gehen. Jeder muss dieses Ziel verstehen können. Hochtrabende allgemeine Aussagen wie wir wollen die Besten sein, sind das eben nicht, aber ein klares Statement wie wir sind die erste Wahl, wenn es um Pünktchen, Pünktchen, im Pünktchen, Pünktchen geht, das ist schon viel besser und das macht es mir als Mitarbeiter auch klar, welchen Sinn ich jeden Tag im Unternehmen verfolge und verfolgen soll. Und bei den Spielregeln geht es ganz klar um Leitplanken, die das freie Arbeiten oder das Agieren innerhalb eines bestimmten Rahmens für mich als Mitarbeiter ermöglichen. Ich muss nicht ständig fragen, ob ich das darf, sondern ich nutze die mir vorgegebenen Freiraum und das erlaubt meinem Chef dann natürlich,
dass ich weniger fragen muss und viel selbstständiger arbeiten kann. Und dann der Aktionsplan ist nichts anderes als, wer macht was bis wann. Klare Maßnahmen, die Mitarbeiter X bis zum Tag Y erledigen sollen. Die Maßnahme ergibt sich aus der Strategie des Unternehmens und ist für die jeweilige Abteilung runtergebrochen und auch unterschiedlich. Ja, jetzt Pläne gibt es natürlich viele, aber den meisten fehlt die Aktion danach. Und die Kontrolle, ob die Aktion erledigt wurde und dann auch die Analyse, ob die Erledigung zielführend war. Also Strategie, Maßnahme, Aktion, Kontrolle, Analyse. Das ist der Kreislauf, der ein Unternehmen wirklich voranbringt. Ja, klar. Das Ganze funktioniert nur, wenn Risiken eingegangen werden oder zumindest, wenn keine Risikobereitschaft besteht. Dann kann das natürlich nicht funktionieren. Stell dir vor, keiner macht irgendeinen Fehler. Warum? Weil keiner etwas Neues ausprobiert. Fakt ist aber, ohne Neues auszuprobieren, kannst du auch nicht wachsen. Also musst du immer auf dem neuesten Stand sein, um nicht zu stagnieren. Heißt, das Team muss neugierig auf Neues sein und du musst als Chef das Risiko eingehen, Neues zu wagen und Neues zu erlauben. Und selbst wenn du Lehrgeld bezahlst, es ist nie umsonst. Ja, schlussendlich macht ein gutes Team die 100%ige Einbeziehung aller Mitarbeiter aus. Alle müssen gemeinsam am Ziel arbeiten. Nicht nur 80% oder 60% der Belegschaft, sondern alle. Nur wer eingebunden ist, ist gebunden, also an deine Firma gebunden. Frage nach der Meinung deines Teams. Kommuniziere offen und ehrlich, also keine Hidden Agenda, keine politischen Spielchen. Sag lieber, das ist eine Entscheidung, die ist nicht verhandelbar, anstatt irgendwie rumzuwabbeln und rumzulabern. Weiter, keine falschen Erwartungen wecken oder Hoffnungen wecken und verschiebe Entscheidungen oder Probleme nicht, sondern geh sie an und sprech sie lieber heute als morgen an. Das waren jetzt natürlich viele Punkte auf einmal und ich weiß nicht, ob du das jetzt für 1:1 umsetzen kannst. Aber was du machen kannst, ist dir einen Fahrplan für die nächsten 12 Monate zu erstellen und Schritt für Schritt in der richtigen Folge abzuarbeiten. Das genau mache ich in meinen Business-Coaching-Sessions mit meinen Kunden. Aktuelle Situation erfassen, Plan machen, Maßnahmen definieren und dann bei der Umsetzung über 12 bis 18 Monate zur Seite stehen. Das Einzige, was dich davon jetzt noch abhält, ist ein persönliches Kennenlernen mit mir.